Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Audi A7 Sportback von der Firma Kyosho im Maßstab 1:43. Und das Ganze ist auch noch in der lila Edition. Ich werde das Ganze für euch auspacken und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. So, hier ist das Modell ausgepackt für euch. Und ihr könnt schon sehen, das ist natürlich wieder eine schwarze Farbe mit heller Innenausstattung, so wie es meistens bei mir ist. Am besten fangen wir direkt wieder mit der Front an. Und wir sehen schon dieses, damals war es ja recht neu, dieses Audi Gesicht, sage ich mal, mit dem neuen breiten Kühlergrill oder Single-Frame-Grill, wie es Audi sagt. Diese neuen geschwungenen Scheinwerfer. Und der A7 war damals natürlich eine komplett neue Autoklasse bzw. Automodell, was Audi hervorgebracht hat. Ich selber bin jetzt nicht der allergrößte Fan von dem Wagen, aber ich dachte mir, als Modell 1:43 sieht er eigentlich gar nicht schlecht aus. Ja. Deswegen schauen wir mal von der Seite nochmal an. Hier kann man sehen, diese sehr coupé-artige Form von dem A7. Ich weiß zwar nicht genau, warum Audi auch noch einen A5 Sportback gemacht hat. Ich finde die sehr ähnlich vom Aussehen her. Also ich habe auch schon gesehen, dass Leute gesagt haben, oh guck mal, da fährt ein A5 Sportback, und in Wirklichkeit war es aber ein A7. Und ich weiß nicht, ob ein Besitzer von so einem Wagen sich dann ein bisschen ärgern wird, weil er ein bisschen mehr Geld ausgegeben hat. Eventuell als für ein Sportback A5. Naja, aber das muss jeder selber wissen. Die Felgen sind auch sehr, sehr, sehr groß. Passen ganz gut zum Auto meiner Meinung nach. Das Heck finde ich vom A7 eigentlich am besten. Ja. Liegt auch wahrscheinlich da an der Designsprache, die zu dem Zeitpunkt noch angepasst war an die aktuellen Modelle, zum Beispiel auch an dem A5. Dieser ellenlange Kofferraum, der hier aufgeht, da hängt ja die Scheibe mit dran, mit dem Kofferraumdeckel. Ja, kann man machen, aber ich hätte es vielleicht, naja gut, man weiß es nicht. Kann man machen, aber naja, ist halt eine Geschmackssache. Wir sehen hier die Aufschrift A7 mit den zwei Endrohren. Und wir schauen das Ganze mal von innen an. Da finde ich, hat Audi wieder gute Arbeit geleistet, so wie es ja eigentlich üblich ist bei Audi, dass der Innenraum eigentlich sehr, sehr gut abgestimmt ist auf alles. Designmäßig sehr klare Linien, dennoch ein bisschen Komfort mit dabei. Ihr könnt sehen, die Mittelkonsole ist alles sehr breit und langgezogen, genauso wie eigentlich das ganze Auto, ne? Und ja, die helle Ausstattung finde ich eigentlich am schönsten. Aber wie gesagt, ich würde mir das Auto selber jetzt nicht unbedingt kaufen, aber als Modell dachte ich, sieht es gar nicht so schlecht aus. Ist ja manchmal so, dass die Autos im Modell besser aussehen als in echt und andersrum teilweise auch. Ja, deswegen ist er in meine Sammlung gewandert. Ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich mir den mal angeschafft. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir mal bitte Feedback. Habt ihr den Wagen vielleicht in eurer Sammlung selber drin? Findet ihr den Wagen gut? Gefällt euch der A7? Und gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, teilt meine Videos und abonniert mich, beziehungsweise wenn ihr mich abonniert, drückt dabei die Glocke. Denn da kriegt ihr immer neue Benachrichtigungen, wenn Videos hochgeladen werden von mir. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!